Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Die Stadt gehört mir und es wird Zeit, dass du wieder abhaust. Bleib doch sitzen. Darius ist der Mann, der es seit Olympic City auf den Fahrer bzw. uns abgesehen hatte. Er wurde in Olympic City geboren, wuchs aber in Polmont auf. Darius hatte von Natur aus ein kaltes Wesen. Doch war es im Kindesalter noch nicht so schlimm. Darius' Vater verließ seine Mutter, um in Deutschland zu arbeiten. Er war Chefingenieur im Motorsportbereich von BMW und arbeitete dort zusammen mit seinen Kollegen an zukünftigen Rennwagen. Darius' Mutter wollte Polmont nicht verlassen, da ihre Eltern noch dort lebten und auf ihre Unterstützung nicht verzichten konnten. Darius wuchs also ohne Vater auf und verbrachte sehr viel Zeit mit seinen Großeltern, da seine Mutter viel arbeitete. Darius war ein eher unscheinbarer Typ. Er machte keinen Ärger in der Schule, aber ließ sich auch nichts gefallen. Mit 13 fragte Darius nach seinem Vater. Seine Mutter erzählte ihm alles und Darius stampelte seinem Vater als egoistischen Mistkerl ab. Als Darius 16 war, verstarb sein Opa, was ihn ziemlich mitnahm. Nur eine Woche später starb auch seine Oma. Für Darius war das schon fast zu viel, doch leider blieb es nicht dabei. Auch seine Mutter verstarb noch am selben Tag und das war für Darius allein einfach viel zu viel, denn auf dem Weg ins Krankenhaus zu ihrer Mutter wurde sie in einen Verkehrsunfall verwickelt, welcher von einem Polizeifahrzeug ausgelöst wurde, welches ein Raser verfolgte. Für Darius brach die Welt zusammen. Die einzigen Menschen, die ihm etwas bedeutet hatten, waren plötzlich weg. Erst starb der Opa und dann auch noch Oma und Mutter am selben Tag in so kurzer Zeit. Das ist ein Schicksal, welches man sich kaum ausdenken kann. Und Darius ist daran komplett zerbrochen. Von da an entwickelte Darius sich immer mehr zu einem eher kalten Menschen, der nur seinen Vorteil im Sinn hatte. Denn es linderte seinen Schmerz und ließ ihn vergessen, bis es letztendlich zur Gewohnheit wurde. Die Welt war in seinen Augen mehr als ungerecht zu ihm. Warum sollte er also anders mit anderen Menschen umgehen? Einige Jahre später fand Darius seinen Weg in die illegale Rennszene, in der er selbst als Fahrer mitmischte. Er fand Interesse an exotischen Autos und wollte mit ihnen handeln. Er gründete eine Crew und fand auch schnell Anhänger, da er zu den schnellsten Fahrern der Stadt zählte. So begann sich Darius' Imperium langsam aufzubauen, bis er eines Tages wie aus dem Nichts verhaftet wurde. Doch landete er nicht im Knast, sondern in einer Gasse. Ein junger Polizist namens Mercer, der zu dem Zeitpunkt selbst nur ein Officer war, schnappte sich Darius und machte ihm ein irres Angebot. Er war selbst dabei, eine Autoschieberbande aufzubauen. Allerdings auf eine noch verrücktere Art, denn als Cop konnte er Autos offiziell stilllegen und somit direkt aus dem Verkehr ziehen. Zumindest glaubten die Opfer, es wäre alles offiziell. Mercer musste die Autos dann nur noch verschwinden lassen, ohne belastende Hinweise oder Papiere zu hinterlassen. Er machte Darius das Angebot, seine gestohlenen Autos zu verschiffen. Somit würde Darius zum einen schneller Geld machen, weil er sich nicht mehr selbst um Käufer kümmern muss, aber es wäre auch sicherer mit der Deckung korrupter Cops. Darius willigte ein und war von da an ein heimlicher Partner von Mercer. Einige Jahre vergingen und Darius hatte bereits eine starke Crew aufgebaut, mit der er einen ganzen Stadtteil von Polmont beherrschte. Und finanziell ging es ihm bereits mehr als nur gut. Eines Tages lernte er Nikki kennen und die stellte ihm ihren Freund vor. Sie alle teilten die Leidenschaft an den Autos und so nahm Darius die beiden zunächst in seine Crew auf. Darius fand allerdings mit der Zeit immer mehr Gefallen an Nikki, doch die war ja bereits vergeben. Langsam aber sicher wuchs eine Abneigung gegen Darius, doch bahnte sich einiges an Stress an. Neue Crews tauchten in Polmont auf und die waren ungewöhnlich stark. 3 neue Crews kämpften plötzlich um die Vorherrschaft in Polmont, wodurch einige von Darius' Gebieten verloren gingen. Die 3 neuen Crews, angeführt von Wolf, Kenji und Angie, forderten einen Race War und Darius war mehr als einverstanden, denn er hatte schon einen Plan, mit dem er nicht nur seine Stadt wieder unter Kontrolle bringt, sondern auch diese lästigen Typen los wird und Nikki manipulieren kann. Er musste zunächst dafür sorgen, dass nicht er als Boss, sondern Nikkis Freund am Rennen teilnimmt.
Also simulierte er einen angestauten Knöchel als Ausrede, weshalb er selbst nicht fahren könne. Du bist ein guter Fahrer, ich vertraue dir unsere Crew an. Besiege die 3 für mich, nimm meinen Wagen. Und so kam es zu dem Rennen, in dem Nickys Freund mit Darius Supra gegen die Bosse antrat. Doch Darius hatte bereits einen Hinterhalt geplant. Durch Mercers Hilfe konnte er die Polizei von Paulman so manipulieren, dass sie einen Großeinsatz einleiteten, bei dem die 3 Bosse verhaftet wurden. Der Fahrer konnte mit etwas Hilfe durch eine Gasse entkommen, die dann von einem Chrysler blockiert wurde. Nicky gab ihm vorher noch die Tasche mit dem Preisgeld, doch wusste sie nicht, dass diese bereits von Darius vertauscht wurde. Somit hielten nun alle den Fahrer für einen Verräter, der sich mit Darius' Auto und dem Preisgeld aus dem Staub gemacht hat. Nicky fiel komplett darauf rein und Darius mimte den betroffenen, einfühlsamen Mann, der selbst betroffen war, da er seinen Wagen verloren hatte. Darius schien gewonnen zu haben. Die Stadt war wieder unter Kontrolle, die Bosse waren für eine Weile ausgeschaltet und der Typ, der zwischen ihm und Nicky stand, war weg. Es verging einige Zeit und Darius ging weiter seinem Geschäft nach, bis er davon hörte, dass sich jemand in Olympic City einen Namen gemacht hat. Es dauerte nicht lang, bis Darius herausfand, dass es sich um den Fahrer handelte, den er vertrieben hatte. Also schickte er Caleb los, um sich um dieses Problem zu kümmern. Doch wie wir wissen, war die Aktion nicht von langanhaltendem Erfolg gekrönt. Der Fahrer zog weiter und baute sich in Bayview neu auf, wo es zum Konflikt mit Caleb kam. Doch auch dort schaffte Caleb es nicht, den Fahrer loszuwerden. Darius war bereits stinksauer. Er musste unbedingt verhindern, dass der Typ sich irgendwann nach Paulman aufmacht. Nach einer Weile hörte Darius, der Fahrer sei mit einem neuen Wagen auf dem Weg nach Rockport. Darius war zunächst sprachlos und fragte sich, warum er diesen BMW hat. Denn Darius wusste ganz genau, woher der M3 GTR stammte und dass er eine Menge Ärger machen wird. Dazu kommt, dass der Wagen an sich brachial schnell ist und der Fahrer sich damit problemlos zu einer Legende machen könnte. Dann aber brachte Caleb Darius auf eine Idee. In Rockport treibt sich dieser Bengel Clarence rum, dessen Mutter ich damals umgelegt habe. Der scheint mir leicht zu manipulieren zu sein. Wir sollten ihn für unsere Zwecke nutzen. Darius schloss also einen Deal mit Razor ab, von dem ihr aus Razors Story wisst. Dann nahmen die Dinge erstmal ihren Lauf. Razor hatte Erfolg und zog dem Fahrer den BMW ab. Doch der gab nicht auf und arbeitete sich wieder von neuem hoch. Darius schloss einen weiteren Deal mit einem Blacklist-Fahrer in Rockport ab. Für mehr Info dazu solltet ihr Barons Story schauen. Trotz allen Mühen von Darius gewann der Fahrer immer mehr Respekt und arbeitete sich die Blacklist hoch. In der Zwischenzeit wurde Darius auch infiltriert und durch Rapstar ausgehorcht, wovon Darius nichts wusste. Langsam legte sich eine Schlinge um seinen Hals, die begann sich zuzuziehen, denn hatte auch Cross mittlerweile ein kritisches Auge auf ihn geworfen. Darius dachte immer, Cross wäre ein leicht zu handelnder Cop, der sich durch Kopfgeldjagden etwas dazu verdient. Den auch Darius nahm seine Dienste hin und wieder in Anspruch, wodurch er Cross zumindest ein bisschen in der Hand hatte, denn es war den Cops eigentlich verboten, Kopfgeldjagden für Privatpersonen zu machen. Etwas, was Cross nicht gerne tat, doch hatte er gute Gründe dafür, sich auf diese Art etwas dazu zu verdienen. Letzten Endes kam es dazu, dass der Fahrer Razor besiegte und auch den M3 GTR zurückbekam, mit dem er sich zunächst aus dem Staub machte. Darius verlor ihn aus den Augen und war gestresst, doch konnte er zunächst nichts unternehmen. 2 Wochen später tauchte der M3 GTR wieder auf, gefolgt von Cross. Darius bekam dies ebenfalls mit, dass der M3 und Cross von einem seiner Crewmitglieder gesehen wurden. Allerdings waren sie im Canyon, kurz vor Paulman, was Darius überhaupt nicht gefiel. Er machte sich sofort auf den Weg dorthin und musste sich schnell eine Taktik einfallen lassen. Als er dort eintraf, fand er allerdings nur einen schrottreifen BMW vor und Cross, der den Fahrer gerade verhaften wollte. Doch Darius hatte bereits wieder einen Plan, wie er den Fahrer zu seinem Vorteil nutzen kann, denn mittlerweile machten sich die alten Crews ebenfalls wieder in der Stadt breit. Ich hab dich nicht gebeten, mir zu helfen, Croc. Wie kommst du dazu, in Silverton Leute zu jagen, ohne mich zu fragen? Ich heiße Cross. Dieser Typ da kommt nicht von hier. Verdammt lange her, Junge.
Wie viel bringt er? 150 Riesen. David, kümmere dich um ihn. So. Darauf hast du es also abgesehen. Nikki, jetzt wird's interessant. Wieso kreuzt du hier wieder auf? Ho, hey, halt die Luft an, ja? Oh, wow. Ich weiß nicht, was passiert ist, als du verschwunden bist. Aber ich weiß genau, dass du mir noch eine Menge Kohle schuldest. Langsam wird's eng hier in der Gegend. Immer mehr Crews kämpfen um immer neue Territorien. Ich könnte jemanden mit deinem Können gut gebrauchen. Ich sag's mal so. Ich hab dir zweimal den Hals gerettet. Jetzt tust du mir einen Gefallen. Nikki, willst du nicht deinem alten Freund zeigen, wie es geht? Du machst einen Scherz, oder? Hast du eine bessere Idee? Er soll anfangen. Jetzt sofort. Enttäusch mich nicht. Nicht wieder. Darius ließ den BMW zunächst zu einer seiner Crew-Garagen bringen und beauftragte dann Caleb, er solle mal TJ kontaktieren. Er soll den Wagen erstmal aus der Stadt schaffen und verwahren, bevor die Deutschen hier auftauchen und Lunte riechen. Caleb fragte, welche Deutschen? Was ist mit dem Wagen? Darius sagte nur, das geht dich nichts an, mach, was ich dir gesagt habe. Währenddessen begann der Fahrer Stück für Stück die Stadt einzunehmen, doch Darius hatte längst Pläne, wer ihn wieder los wird, wenn die Zeit reif ist. Sicher? Keine Ahnung. Wir sehen uns nachher. Darius, was soll denn das? Noch ein paar Rennen und er hat mehr zu sagen als du. Wieso? Das ist gut für ihn. Er muss um seinen Ruf kämpfen. Er regelt auch das Geschäftliche für mich. Er schuldet doch uns beiden was. Du nutzt ihn aus. Aber nicht doch, Kleines. Ich bin der Einzige, der weiß, was er drauf hat. Was hast du denn? Man kann Rennen auch anders gewinnen. Fahr los. Da fällt mir ein, ich stand genau da drüben. Das war echt knapp. Aber ich wusste, dass du gewinnen würdest. Dann ging alles ganz schnell. Der Kerl stößt mich um. Ich versuche aufzustehen, aber er hält mich fest. Ich dachte, er würde mich beschützen. Einheiten 1 und 5, die Verdächtigen und stehen! Falsch gedacht und deshalb habe ich dir die Tasche gegeben. Also wenn du recht hast, dass die Tasche ausgetauscht wurde, wann soll denn das passiert sein? Wieso hast du mir nicht gesagt, dass mein Geld weg ist? Als er die Tasche ausgetauscht hat. Da muss das passiert sein. Verschwinden wir hier. Wow. Schön, dich hier zu sehen.
Hör zu. Ich weiß, du willst deinen Ruf aufpolieren, aber dann bist du auf Hilfe angewiesen. Erinnerst du dich an das Rennen, als du verschwunden bist? Da ist irgendwas faul gewesen. Ich war auch da. Ich war an der Ziellinie, um mir alles anzusehen. Da wurde viel über dich geredet. Und überall war Polizei. Plötzlich war die Straße geräumt. Er lässt dich fahren und bleibt einfach stehen. Das Ding ist, der Typ am Steuer hat eine Marke am Gürtel. War doch klar, die Cops hatten einen Plan und du warst der Dumme. So sieht das aus, mein Freund. Weißt du, ich kann mich auf mein Gespür verlassen. Ich würde sie am liebsten ablocken. Und ich nehm's mit jedem auf. Hey, ich will nur fahren. Das ist alles, was ich will. Wenn du immer noch deine Vergangenheit bewältigen willst, dann könnte ich dir dabei vielleicht behilflich sein. War eine ziemlich heiße Nacht. Aber plötzlich wurde es chaotisch. Ich bin ganz cool geblieben und habe die Leute beobachtet. Dann habe ich gesehen, wie Nikki umgerissen wurde. Ich könnte schwören, dass der Typ, der sie zu Boden gerissen hat, die gleiche Tasche hatte wie sie. Ich könnte dir und deiner Crew helfen. Ich bin einer der besten Fahrer der Stadt und das weißt du. Also, der Schnüffler hat die Lösung gefunden. Du konntest es wohl einfach nicht lassen, oder? Wir haben eine Menge Kohle gemacht und du bist jetzt sauber. Was willst du noch mehr? Weißt du, die Sache ist heißer, als ich es für möglich gehalten habe und ich muss dich leider in Zahlung geben. Mr. Crawl? Komm schon. Ich habe dir schon beim ersten Mal kein Geld geschenkt. Warum sollte das jetzt anders sein? Hast du vielleicht gedacht, ich schenke dir die Kohle und rette dich vor diesem Loser? Soll ich zusehen, wie du in mein Territorium eindringst? Gier war schon immer dein Problem. Hör auf zu träumen, du hast noch viel zu lernen, kleiner Mann. Die Stadt gehört mir und es wird Zeit, dass du wieder abhaust. Ich heiße Cross. Bring seinen Wagen zu mir, verstanden? Die Show ist vorbei. Danke. Wie schön, dass Sie umdenken. Ich bin Kopfgeldjäger. Dafür werde ich bezahlt. Und so bleibt es auch. Also, ich hasse einfach Besserwisserei. Jetzt hör zu. Ein paar Typen aus deinem Team sind in der Nacht da gewesen. Sie erzählen etwas völlig anderes darüber als Darius. Und das Ding ist, es klingt für mich glaubhafter. Jemand hat den Cops einen Tipp gegeben. Und jemand hat dich entkommen lassen. Und jemand hat die Tasche vertauscht. Ich weiß jetzt auch, wer dieser jemand war. Darius manipuliert gern Leute. Aber es gibt etwas, das er noch nicht weiß. Ich habe einen Deal mit Cross, dass ich mit dir fahre. Geht das für dich klar? Nicht nur du hast eine Rechnung offen. Egal. Legen wir los. Wir haben noch viel zu erledigen. Ja. Was? Nikki war das? Ich will eine Crew, die motiviert ist. Die ehemaligen Rivalen von Darius fuhren nun also für ihn, doch konnten auch sie den Fahrer nicht aufhalten und es kam zum Duell zwischen Darius und dem Fahrer.
Darius war angepisst, aber wusste im Hinterkopf, dass der Fahrer keine Chance hat, denn er hatte Caleb beauftragt, den Fahrer zu crashen, wenn es zum Rennen in den Canyon geht. Was Darius nicht wusste, war, dass Caleb von ehemaligen Blacklist-Fahrern aus Rockport verfolgt wurde. Calebs Story endete damit, dass er seinen Verfolgern entkommen konnte, doch wurde er noch immer gejagt. Ein schwer zu erkennendes Auto schoss an der Gruppe vorbei, mit dem Ziel, Caleb aufzuhalten. Mia und JV folgten dem Auto, während Rock und Ming zurückblieben, da Webster von Caleb tödlich verwundet wurde. Das Rennen zwischen Darius und dem Fahrer ging weiter und Darius war dabei zu verlieren. Er wunderte sich, wo Caleb bleibt. Caleb war noch zu weit weg. Durch die Verfolgung verlor er einfach zu viel Zeit. Er kam nicht rechtzeitig an und obwohl Darius alles gab, was sein R8 leisten konnte, verlor er. Das war das Ende für Darius' Vorherrschaft in Portland. Er verlor dadurch den Respekt aller Racer und sogar den seiner Crew. Genauso verlor er seinen geliebten Audi an den Fahrer. Eine Regel, die er nicht ignorieren konnte, da er sonst Riesenärger mit der gesamten Rennszene im Land bekommen würde. Ein Crewboss seiner Größe unterliegt nun mal auch einer Art Kodex in der Szene. Auf dem Weg in die Stadt, um den Audi zu übergeben, hinterließ er Caleb eine Nachricht, dass er verloren hat und die Stadt verlassen muss und er solle doch bitte zur Hölle fahren. Caleb erhielt die Nachricht und war absolut vor Wut am Kochen und ließ nicht davon ab, den Fahrer umzulegen. Jetzt erst recht, dachte er und fuhr weiter Richtung Portland. Darius ließ es sich nicht nehmen, den Fahrer noch eine letzte Drohung auszusprechen. Der Schlüssel ist im Wagen. Genieße es, solange du kannst. Es gibt immer einen da draußen, der schneller ist als du. Und früher oder später hat er dich. Darius verschwand daraufhin. Im Wagen bekam er eine Nachricht von Caleb, dass er sich trotzdem noch um den Fahrer kümmern würde. Der Fahrer verabschiedete sich derweil von Nikki. Man könnte denken, die beiden würden nun wieder zusammenkommen, doch lag einfach zu viel Zeit zwischen ihnen und die Gefühle waren verschwunden. Der Fahrer nahm den Audi und machte sich auf den Weg in eine andere Stadt. Doch lauerte ihm unterwegs Caleb auf und crashte ihn ohne zu zögern. Der Audi war direkt fahruntauglich. Caleb stieg aus, zog seine Waffe und sein Handy. Er rief Darius an und sagte, der Job ist gleich erledigt. Ich dachte, du magst vielleicht zuhören. Caleb ging zum Audi, in dem der Fahrer sich schon bewegte und versuchte rauszukommen. Hast du gedacht, du kommst mit einem davon? Deine Zeit ist um. In seinem Blutrausch bemerkte Caleb allerdings nicht, dass sich ein Auto nähert und gerade als er sich bereit machte abzudrücken, erwischte ihn ein Auto und schleuderte ihn die Straße runter. Caleb war auf der Stelle bewusstlos. Zu seinem Glück könnte man sagen, denn seine Beine waren zertrümmert und unzählige andere Verletzungen durch den Aufprall zierten nun sein Dasein. Ein Wunder, dass er noch lebte. Der Fahrer schaute rüber und erkannte verschwommen den Wagen. Es war ein Mustang und keine Sekunde später hatte er ein bekanntes Gesicht vor sich. Es war Jules. Sie war es, die damals am Versteck von Ming und Webster lauschte und somit über die Unternehmung Bescheid wusste. Sie vergewisserte sich über den Zustand des Fahrers und zog ihn aus dem Auto. Er hatte Glück und nur ein paar Prellungen und Verbrennungen durch den Airbag. In ihren Armen liegend fragte er, was sie hier macht. Doch sie war nur am Weinen und murmelte, endlich habe ich dich gefunden. Dann sagte sie, ich habe dir doch gesagt, wir könnten das alles zusammen durchstehen. Der Fahrer sah sie nur an und musste lachen. Du bist doch bescheuert, sagte er. Empfindest du immer noch wie damals? Jules wusste nicht, was sie sagen soll und schaute ihn nur an, worauf er sagte, naja, ich würde sagen, wir bleiben diesmal einfach zusammen. Ich hoffe nur, du reist gerne durchs Land. Jules war wortlos glücklich und lehnte ihren Kopf an seinen, als dann auch noch Mia und JV auftauchten. Der Fahrer sagte, lass mich aufstehen, sonst halten die mich noch für ein Weichei. Mia rannte auch direkt zu den beiden und fragte, ob alles in Ordnung war. JV sagte nur, ach du Scheiße, was habt ihr mit dem Typen angestellt? Er meinte natürlich Caleb, der schrottreif am Boden lag. JV sah Calebs Waffe und trat sie sicherheitshalber weg, wodurch diese aber ausgelöst wurde.
Glücklicherweise wurde niemand getroffen, aber JV ließ einen erschrockenen Schrei ab, der höher nicht hätte klingen können. Die anderen schauten ihn nur leicht geschockt an. Der Fahrer sagte zu mir, er und Jules würden nun verschwinden, wenn es ihr nichts ausmacht, bevor die Cops eintreffen. Mia sagte, ja okay, das war's dann wohl. Der Fahrer nahm sie aber plötzlich in den Arm und bedankte sich für alles, was sie für ihn getan hatte. Als er und Jules zum Mustang gingen, rief er JV noch etwas zu. Ey, danke, dass du ihnen geholfen hast. Ich hoffe, wir können unser Rennen irgendwann wiederholen, ohne dass du dich zurückhältst. JV sagte nur, nee, lass mal stecken. Du hast 2 Super-Exoten zu Schrott verarbeitet. Ich weiß nicht, ob das so safe ist, gegen dich zu fahren. Außerdem hänge ich das Lenkrad an den Nagel und werde Eddie mal wieder einen Besuch abstatten. Eddie? Der Eastside Eddie? Ja, genau der. Oh cool, bestellen mal schöne Grüße. Mein einziger Rivale, der mich nicht im Nachhinein ausknipsen wollte. Ach, Eddie ist ein netter, sagte Jules. Du kennst Eddie, fragte der Fahrer. Ja, er war vor einer Weile in Izzys Werkstatt, als er auf der Durchreise war. Dann tauchte plötzlich ein SUV der Polizei auf, doch es war nur Rock. Er stieg aus und sagte gleich zu mir, Ming ist nun mit Webster auf dem Weg ins Krankenhaus, er wird es wohl überstehen. Und gleich darauf richtete sich sein Blick zu Caleb und dann gleich zum Fahrer. So, und war's das jetzt oder kommt da noch was, Jungchen? Nein, ich denke, das war's, sagte der Fahrer. Na kommt, haut ab. Die Cops werden gleich hier sein und die Reste von diesem Mistkerl aufsammeln. Daraufhin fuhr Jevils mit dem Fahrer und beide verschwanden im Dunkeln der Nacht. JV ging zu mir und sagte, tja, da war Jules wohl schneller, hä? Mir schlug JV auf den Arm und sagte nur, lass uns gehen, du Clown. Caleb wurde aufgesammelt und landete im Krankenhaus. Er lag sehr, sehr lange im Koma. Darius bekam das meiste übers Handy mit und war stinksauer. Sein Fahrer hielt plötzlich an und sagte nur, sorry Boss, und stieg aus. Darius war verwundert, bis er in den Rückspiegel sah und eine Corvette sah. Darius wusste, was jetzt kommen würde. Und man konnte ihn im Gesicht ansehen, dass er in diesem Moment aufgab. Doch was noch mit ihm geschah, ist etwas für eine andere Story. Einige Tage vergingen und Cross berichtete Razor, wie die Geschichte ausging. Der schien zufrieden zu sein, fragte aber auch gleich nach dem Fahrer und dem BMW. Doch Cross konnte ihm nicht antworten. Der Fahrer sowie der M3 GTR waren verschwunden. Noch am selben Tag begab sich Cross zusammen mit mir zu Izzys Werkstatt, um mir endlich zu sagen, wer ihren Bruder auf dem Gewissen hatte. Sie erzählten ihr, was genau vorgefallen war und dass Caleb derjenige war, der ihr Ärger gemacht hatte und auch für den Tod ihres Bruders verantwortlich gemacht wird. Izzy wollte wissen, ob die beiden was von Jules wissen. Mia sagte nur, sie soll wohl jemanden kennengelernt haben und mit ihm getürmt sein. Cross schaute Mia fragend an, aber ließ weitere Fragen einfach sein. Izzy lachte nur und sagte, ach, dann hat sie ihren Heißgeliebten doch gefunden, ja? Ja, das freut mich doch. Kurz danach war es an der Zeit, dass sich auch Mia und Cross Wege wieder trennten. Und, was machen sie jetzt? Fragte Mia. Sie könnten wieder bei der Rockport Police anfangen. Soviel ich weiß, wurde ihnen wieder die Freigabe erteilt. Cross sagte, er hat noch einiges zu tun. Darius' Machenschaften haben tiefere Wurzeln, als wir dachten. Aber das soll nicht weiter deine Sorge sein. Es ist ohnehin noch zu früh, jetzt Maßnahmen zu ergreifen. Vor allem muss ich diesen BMW finden. Da steckt nochmal eine ganz andere Geschichte hinter diesem Wagen. Na, dann seien Sie mal vorsichtig, Sergeant. Man sieht sich. Mia machte sich davon und Cross stieg in seine Corvette. Dort holte er ein Bild aus dem Handschuhfach, welches er anstarrte. Aber die Story bekommt ihr ein anderes Mal zu hören.